Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin hier an einer komplett anderen Location als sonst. Wie ich euch ja erzählt habe, mein Freund und ich, wir haben uns ein Haus gekauft und sind jetzt in die Nähe von Düren gezogen. Also wir wohnen jetzt zwischen Aachen und Köln quasi in einem 2600 Seelen-Kaff, welches man auch hier hinten im Hintergrund sehen kann. Da wo die Kirche ist, da ungefähr wohnen wir. Ihr seht schon, also ich habe hier sehr viel Felder um mich rum. Nach viel Umzug und Stress und Abbruch und so weiter, der immer noch nicht fertig ist, ne? Das dauert noch mindestens ein Jahr, ist es heute aber tatsächlich mal Anfang November. Es ist, naja, nicht schön. Ich sehe gerade, die Vögel ziehen davon. Es wird Winter. In dem heutigen Video geht es um das Thema Flips, weil viele von euch so nett auf mein letztes Looping-Video reagiert haben. Viele von euch scheinen es auch geteilt zu haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe da sehr, sehr viele Klicks drauf, was mich sehr freut. Weil gerade jetzt in Corona-Zeiten kann ich ja halt auch, ne, flugtechnisch ist jetzt halt nicht so viel. Und da freuen sich meine Sponsoren, wenn es viele Klicks gibt. So gesehen, schön weiter viele Klicks geben. Aber wie gesagt, heute geht es um das Thema Flips. Das ist auch gar nicht so kompliziert wie die Loopings. Und ich erkläre euch kurz grob, was ihr dann gleich im Video sehen könnt. Also beim Flip ist eigentlich ganz wichtig, ihr dürft keine Angst haben, den Heli auf den Kopf zu drehen. Das heißt nicht, dass ihr schon auf dem Kopf, also umgekehrt, schweben können müsst. Müsst ihr nicht. Ist natürlich empfehlenswert, wenn ihr das könnt. Also wenn ihr das am Simulator könnt, gut, würde ich euch empfehlen. Ich würde euch sowieso empfehlen, alles vorher am Simulator zu fliegen. Wie schon in meinem Simulator-Video erwähnt, beste Investition, die ihr machen könnt. Ohne geht nicht. Spätestens dann, wenn ihr Richtung 3D geht, es spart euch jede Menge Geld. Ihr solltet einen Flip vielleicht schon im Idealfall am Simulator können. In echt sieht das Ganze jetzt so aus. Ihr bringt den Heli in eine, ja, für euch angenehme Höhe, sodass ihr ihn noch gut erkennen könnt. Und es gibt Leute, die stellen den Heli halt mit dem Heck zu sich und drehen den dann rum. Ich persönlich stelle ihn mit der Nase zu mir und flippe ihn von mir weg. Außerdem finde ich, dass der Heli mit der Nase zu mir zeigend für Zuschauer interessanter aussieht, als wenn er immer mit dem Gerätearsch zu einem zeigt. Entschuldigung. Hinstellen, flupp, und dann kann ich mir jetzt das Handgelenk nicht brechen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Purzelbaum machen. Was ihr dabei beachten solltet, ich würde euch empfehlen, nehmt wirklich ausreichend Höhe. Gerade am Anfang hat man sehr viel Angst und steuert dann aus Panik irgendwas Falsches ein, weil jetzt ist er in der Lage, da könnte er irgendwie abstürzen und da haben viele Leute Angst davor. Ich war damals nicht anders. Was eigentlich falsch ist, aber was euch am Anfang viel helfen könnte, ist, ihr gebt dem Ganzen vorher einen kurzen Pitchstoß. Also im Idealfall bleibt der Heli ja so stehen und dreht sich dann einfach wie auf der Stelle, ne? Und was ich früher dann immer ganz gerne gemacht habe, ich habe ihm einen kurzen Pitchstoß gegeben, dass ich ein bisschen Höhe gewinne und habe ihn dann umgedreht. Und dann auch, wenn er umgedreht war, nochmal einen kurzen Pitchstoß gegeben, negativ natürlich, um ihn dann wieder zurückzudrehen. Könnt ihr natürlich machen, würde ich euch aber nicht empfehlen, zu lange zu machen, sonst gewöhnt ihr euch's an und dann macht ihr es immer falsch. Für den Anfang ist es aber vielleicht eine ganz gute Übung. Euer zyklischer Input, das heißt Nick in diesem Fall, sollte eigentlich im Idealfall einmal den Finger in eine Position und dann halten. Also ihr braucht nicht, das Ziel ist ja nicht, dass es schneller geht und dann langsamer und dann wieder schneller, sondern das soll ja im Idealfall, wenn ihr mehrere Flips aneinander hängen wollt, das soll ja, ne, aussehen wie so eine Wäschetrommel. Dementsprechend, ihr gebt einmal den Input und dann lasst ihr ihn so. Ihr müsst euch natürlich wahrscheinlich die ersten Male ein bisschen rantasten, wie viel Input das ist, damit es nicht zu langsam geht, weil je langsamer ihr den Flip fliegt, desto schwieriger wird er. Wenn ihr ihn super schnell fliegt, kommt ihr wahrscheinlich nicht hinterher. Also ihr könnt euch ja mal die Geschwindigkeit anschauen, die ich jetzt in meinem Video habe. Und ich denke mal, die ist recht anfängertauglich, auch für Slow 3D. Das, was ich ja mache, ist es, glaube ich, auch ganz gut. Und was ihr dann noch machen könnt, ist, wenn ihr das ungefähr könnt, ich würde euch empfehlen, fliegt immer ein Flip, Pause, schnaufen, Heli wieder hinstellen. Nochmal. Solange bis euer Hirn wieder weiß, okay, es passiert nichts, ich kann die Basics, ich kann die Inputs, der Heli sackt jetzt nicht mega ab, dann könnt ihr den nächsten Schritt machen. Was ich dann immer ganz gerne noch mache, ist, ich fliege den Flip in verschiedenen Lagen, also zum Beispiel, ne, mit der Nase zu mir. Seitlich ist eigentlich am schwierigsten, finde ich, und dann halt noch mit dem Heck. Bei seitlich natürlich auch wieder beide Richtungen. Ja, ist auch wieder Übungssache. Ich kann die auch nicht in alle Richtungen gleich gut, gebe ich ganz offen zu. Mein Favorit ist halt einfach Nase.
Vor allen Dingen auch, weil man den immer so schön kombinieren kann, dass wenn man um die Kurve kommt, auf den Zuschauer zu, dann kann man halt hochziehen. Und kann dann da ein Looping draus machen oder so wegfliegen oder wie auch immer. Und weil ich ihn für die Traveling Flips verwende. Die seht ihr dann jetzt auch gleich in dem Video. Aus dem Flip heraus könnt ihr natürlich ganz, ganz viele Figuren kreieren. Ich zeige euch ein paar Sachen, die ich ganz gerne fliege, jetzt in dem Video mit dem Voice-Over. Und ja, ich bin schon mal sehr gespannt, was ihr sagt. Dann gucken wir mal rein. Und jetzt geht's auch schon los. Als allererstes würde ich euch empfehlen, wir machen ein bisschen Fahrstuhlfahren. Also einfach nur hoch und runter mit Positiv- und Negativ-Pitch, um zu gucken, dass das Heck auch an Ort und Stelle bleibt, damit euch das nicht auf einmal ausbricht. Wenn da alles okay ist, wenn euer Heli anständig eingestellt ist, sollte das so sein. Dann könnt ihr den Heli in die Position bringen, mit der ihr starten wollt. Bei mir ist das mit der Nase zu mir. Und dann geht es auch schon los. Wir geben dann positiv, neutral, negativ, neutral, positiv. Links habe ich euch die Stick Moves eingeblendet. Ich hoffe, die helfen ein bisschen. Wichtig ist nur, wenn der Heli mit der Nase komplett nach oben oder unten zeigt, dann sollte euer Pitch neutral sein, damit er sich nicht irgendwo hinzieht. Aber das seht ihr jetzt hier auch nochmal schön an den Stick Moves. Euer Finger am Nickknüppel sollte eigentlich im Idealfall, wie schon gesagt, immer an der gleichen Position bleiben, damit der Heli immer mit der gleichen Geschwindigkeit sich dreht. Jetzt machen wir das Ganze nochmal in Slow Motion. So, jetzt seht ihr, der Heli zeigt mit der Nase nach oben. Jetzt ist der Pitch links auf neutral. Wir gehen Richtung Rückenlage und ihr seht, der Pitch geht Richtung negativ. Wir müssen ihn ja unterstützen, damit er nicht durchsackt. Dann geben wir einen kurzen Pitchstoß ins Negative. Hier ist wieder neutral. Dann geben wir einen kurzen positiven Pitchstoß an dieser Stelle, um ihn wieder abzufangen. Ja, und das ist auch schon die ganze Magie vom Flip. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man das Ganze ein bisschen cooler machen kann. Ihr macht einfach die erste Hälfte vom Flip, also ihr dreht ihn auf den Rücken. Und dann, wenn ihr ihn nach oben drückt, dann gebt ihr ein bisschen Heck-Input, also hochdrücken. Und jetzt macht ihr einfach nur Heck. Drehen, solange bis er eine 360-Grad-Drehung gemacht hat und er kommt wieder raus. Das sieht erstmal ganz cool aus, cooler als ein normaler Flip. Und ihr könnt das dann auch wunderbar kombinieren, um zum Beispiel danach Kreise zu fliegen, wie zum Beispiel hier. Zeige ich euch jetzt direkt im Anschluss. Ihr könnt jetzt nämlich hier zum Beispiel sagen, ihr fliegt jetzt hier eine schöne Kurve, kommt dann auf euch zu, dann zieht ihr den Heli hoch, auf den Rücken, dreht ihn wieder raus. Dann habt ihr sowieso schon Vorwärtsfahrt und dann könnt ihr direkt wieder weiterfliegen. Könnt ihr bis ins Unendliche üben und sieht auf jeden Fall cooler aus, als wenn man den Heli nur immer auf der Stelle flippen lässt. Das könnt ihr natürlich auch alles nach links rum machen, wenn ihr das so wollt. Hier das jetzt nur zu Vorführzwecken. Jetzt kommen wir schon zu den Flips, wenn der Heli in der Seitenlage ist. Da könnt ihr jetzt viel besser beurteilen, ob er euch nach vorne oder nach hinten abhaut. Ergo, ihr könnt gut beurteilen, ob euer Pitch-Management stimmt. Weil wenn ihr zu früh oder zu spät Negativ- oder Positiv-Pitch gebt, dann zieht es den Heli nach vorne oder nach hinten. Das kann man allerdings wiederum wunderbar benutzen, wenn man zum Beispiel einen Traveling-Flip machen möchte, so wie ich ihn euch jetzt hier zeige. Ich möchte jetzt nicht, dass er auf der Stelle steht, sondern ich möchte, dass er nach vorne weiterfliegt. Deswegen auch Traveling Flip, also wandernder Flip, auf Deutsch übersetzt. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt in Slow Motion. Und zwar gebt ihr Falsch-Pitch. So, ich gebe jetzt hier nämlich schon negativ, das heißt, ich drücke ihn richtig nach vorne. Hier gebe ich schon positiv und ziehe ihn nach vorne. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs verständlich erklärt. Ihr seht es aber natürlich auch an meinen toll eingeblendeten Stick-Moves. Aber was ihr dann damit erreicht, einfach drücken, ziehen, drücken, ziehen. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch wieder diesen 180-Grad-Drehung hinten dran hängen. Ihr könnt zum Beispiel auch hier Traveling Flips oder hier eine halbe Umdrehung machen. Das ist ein Ding, was ich auch häufiger mal mache. Ihr könnt diese Traveling Flips auch auf euch zumachen, so wie ich es jetzt hier mache. Wenn ihr zum Beispiel den Heli zurückholen wollt, aber nicht einfach stumpf auf euch zufliegen. Das sieht dann auch immer ganz cool aus, wenn er so dann immer näher kommt. Oder was ich euch jetzt hier im Anschluss noch zeige, ist, ihr könnt diese Traveling Flips machen und dann im Anschluss zum Beispiel, wenn ihr das könnt, dann danach hier einen schönen Hurricane hinten dran hängen.
Also ich würde sagen, so ein halber Flip ist auf jeden Fall wirklich ein wunderbares Basic-Manöver, um in diverseste andere Manöver einzuleiten. Und ich denke mal, wenn man den Flip zumindest in einer oder im Idealfall in alle Richtungen kann, dann könnt ihr daraus richtig, richtig tolle Kombinationen bauen. So, dann hoffe ich, in diesem Video waren ein paar nützliche Infos dabei. Vielleicht konntet ihr das Gelernte auch schon umsetzen. Falls nicht, falls ihr auch noch nicht so weit seid, ist überhaupt gar kein Problem. Dann probiert das erstmal im Simulator. Es ist sowieso Winter, kein Stress. Ich habe gerade auch nach meinem ersten Flug nach, weiß ich wie vielen Monaten wieder gemerkt, so, oha, muss wieder ein bisschen Training rein. Alles egal, kein Stress, es ist ein Hobby. Wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Video haltet, ob was Nützliches für euch dabei war, ob es euch weitergeholfen hat, würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn ihr das Ganze liked und teilt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!